Hallo, willkommen auf unserem Kanal Deutchain. Heute beschäftigen wir uns mit der Anwendung BISC. Wir möchten gerne ein Geschäft abwickeln, um DOIs zu erhalten. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Anwendung bereits gestartet. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Wie ihr sehen könnt, hier ist mein BISC und hier seht ihr eine horizontale Navigation. Hier ist das Pulldown-Menü. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Währungen auszuwählen. Ich habe hier die Währung DOI von der Blockchain Deutchain ausgewählt. Es kann sein, dass es euch nicht angezeigt wird, aber das könnt ihr ändern, indem ihr hier oben auf Konto und dann auf Altcoin-Konten klickt und dann dieses Feld hier auswählt. Dann neues Konto hinzufügen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, unter Altcoin DOI einzugeben und DOI zu finden. Das wählt ihr aus und fügt dann noch eure Deutchain-Adresse hinzu. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auf neues Konto speichern klicken und euch wird eure DOI-Adresse hier oben angezeigt, genau wie bei mir. Wenn ich das jetzt auswähle, dann habe ich hier unten nochmal ausführlich die Informationen zu meinem Konto. Und wenn ich dann zurück zum Markt gehe, kann ich hier unter Währung DOIs sehen und den Markt beobachten und sehen, welche Angebote es im Markt gibt. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ein Angebot erstellt wird, wie wir Bitcoins verkaufen können, um DOIs dafür zu erhalten. Da haben wir die Möglichkeit, hier entweder die Schaltfläche auszuwählen, DOI kaufen und BTC verkaufen, oder hier BTC verkaufen. Ist im Endeffekt das gleiche und wir kommen hier hin. Jetzt können wir einen Betrag festlegen für unsere Bitcoins, die wir verkaufen möchten. Ich verkaufe mal 0,0001 Bitcoins und der Festpreis in Bitcoin für einen DOI liegt momentan bei 0,0002. Das sind ungefähr 20.000 Satoshis. Also bekommen wir für 0,0001 Bitcoins nur einen halben DOI. Der minimale Betrag in BTC ergibt sich aus dem Betrag hier oben. Wenn wir das hier vervollständigt haben, dann müssen wir noch eine Kaution von 0,001 Bitcoins hinterlegen, was mehr ist als das, was wir verkaufen wollen. Sowohl der Käufer wie auch der Verkäufer müssen diesen Betrag hier hinterlegen. Beide Parteien bekommen ihre Kaution zurück, sobald die Transaktion bestätigt wurde und sobald der Verkäufer die Bitcoins an den Käufer sendet und der Käufer die DOIs an den Verkäufer. Dann kriegen beide Parteien ihre Kaution zurück. So, wir gehen zum nächsten Schritt. Und hier bekommen wir eine Information, die uns nochmal über die Kaution informiert. Hier steht nochmal, dass die Kaution in ihrer lokalen Wallet bleibt, bis das Angebot von einem anderen Händler angenommen wurde. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dass diese Kaution dann zurückerstattet wird, nachdem der Handel erfolgreich abgeschlossen wurde. Was auch sehr wichtig ist, ist hier diese letzte Nachricht an uns, dass wir die Anwendung bei einem Verkauf laufen lassen müssen. Also wir dürfen BISC nicht schließen und BISC muss geöffnet bleiben. Dafür darf der Monitor im Ruhezustand sein, das ist kein Problem. Aber solange ein Händler das Angebot annehmen möchte, ist es notwendig, dass wir die Anwendung online lassen. So, das haben wir verstanden und klicken auf Ich verstehe. Jetzt wird das Ganze nochmal zusammengefasst. Hier steht, dass wir ungefähr 48,18 Euro einzahlen müssen. Der Handelsbetrag liegt bei 0,0001 BTC. Das sind ungefähr 4,13 Euro, die wir verkaufen möchten. Die Sicherheitskaution liegt bei 0,0010 Bitcoins. Das sind 41,26 Euro. Das ist die Kaution, die wir hinterlegen müssen. Die Handelsgebühr liegt bei 0,000050 Bitcoins. Das sind ca. 2,06 Euro, die dann für BISC draufgehen. Und die Mining-Gebühr beträgt nochmal 0,000175 Bitcoins. Das sind ca. 72 Cent, die an denjenigen gehen, der diese Transaktion meint und für uns bestätigt. So, jetzt werden wir nochmal darauf hingewiesen, dass wir zwei verschiedene Methoden haben, um diesen Handel zu finanzieren. Wir können einmal unsere BISC Wallet nutzen oder wir überweisen von einer externen Wallet. Wir nehmen
die Variante 1, Gelder aus BISC Wallet überweisen. So, das haben wir auch verstanden. Klicken hier auf OK und dann Überprüfung anbieten, Bitcoins zu verkaufen. Das wählen wir aus und jetzt wird nochmal alles zusammengefasst und wenn wir hier auf Bestätigen, dann werden unsere Bitcoins zum Verkauf angeboten. Und das bestätigen wir jetzt. Und jetzt wird das Angebot veröffentlicht. Es hat geklappt, so es hat funktioniert. Ihr Angebot wurde veröffentlicht. Sie können Ihre offenen Angebote unter Portfolio, meine offenen Angebote verwalten. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen dahin. Und hier ist das Angebot, das wir gerade online gestellt haben. So, es ist aktiviert. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Angebot online stellen kann, wie man Bitcoins verkaufen kann, aber noch nicht, wie das Angebot angenommen werden kann. Und das mache ich von einem zweiten Rechner aus. Ich stelle eine Remote-Verbindung her und werde dieses Angebot von einem anderen Konto aus annehmen, sodass ihr dann beides gesehen habt. Sowohl wie man Bitcoins verkauft, als auch wie man DOIs erhält. So, wir haben jetzt hier einen weiteren Server und haben die Remote-Verbindung hergestellt und möchten jetzt das Angebot, das ich vorhin erstellt habe, von einem anderen Server aus annehmen. So, wir können hier das Angebot sehen und klicken jetzt auf Angebot annehmen. Hier seht ihr die Zahlen, die wir vorhin beim Verkauf eingestellt haben. Klicken wir hier auf nächster Schritt. Und hier sind die gleichen Informationen wie vorhin. Wir werden nochmal darauf hingewiesen, dass wir die Kaution zurückerhalten, dass wir die Anwendung laufen lassen müssen, bis die Transaktion vollständig bestätigt wurde. So, das haben wir verstanden. Und hier wird nochmal zusammengefasst, was alles an Handelsgebühr, an Kaution oder Mininggebühr anfällt. Das schließen wir jetzt auch und wählen Gelder aus BISC Wallet überweisen aus. So, es hat funktioniert. Jetzt müssen wir hier bei der Überprüfung Angebot annehmen, Bitcoins zu kaufen, auswählen und dann sind wir fertig. So, jetzt kriegen wir hier nochmal alle Informationen zu der Transaktion. Das ist das Angebot, was ich vorhin reingestellt habe. Hier ist der Vertrag. Mit der Annahme dieses Angebots stimme ich den oben festgelegten Handelsbedingungen zu. Ich bestätige den Kauf und nehme das Angebot an, Bitcoin zu kaufen und wähle diesen Button jetzt aus. So. Sie haben erfolgreich ein Angebot angenommen. Sie können den Status Ihres Trades unter Portfolio offene Trades einsehen. So, jetzt klicke ich hier drauf und kann sehen, dass ich das Angebot angenommen habe. Jetzt muss ich das Ganze von dem ersten Konto akzeptieren und das mache ich jetzt. So, dann gehe ich nochmal jetzt zurück zu meinem eigentlichen Konto. Hier oben gehen wir auf Portfolio und dann befinden wir uns hier bei offene Trades. Aber wir haben hier auch eine Benachrichtigung bekommen zum Handel. Ihr Angebot wurde von einem BTC-Käufer angenommen. Hier steht nochmal, dass wir auf die Blockchain-Bestätigung warten. So, wir haben jetzt die Blockchain-Bestätigung hinter uns und jetzt können wir mal rüberschauen bei dem Bitcoin-Käufer und hier wird auch angezeigt, dass der Handel mit der ID, das ist die ID vom Verkäufer, benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Und hier steht auch, Ihr Handel hat mindestens eine Blockchain-Bestätigung erreicht. Bitte überweisen Sie von Ihrer externen DOI-Chain Wallet 0,5 DOI an den BTC-Verkäufer. Jetzt kann ich die Zahlung beginnen und mache das jetzt. Jetzt wird hier angezeigt, bestätigen Sie, dass Sie die Zahlung begonnen haben. Und darunter steht, haben Sie die DOI-Chain-Zahlung an Ihren Handelspartner begonnen? Ja, ich habe die Zahlung begonnen. So, jetzt sendet der die Bestätigung und wir gucken jetzt nochmal rüber. So, hier steht, Ihr Handelspartner hat bestätigt, die DOI-Chain-Zahlung begonnen zu haben. Bitte überprüfen Sie, ob die Transaktion zu Ihrer Empfangsadresse, hier ist die Adresse, schon genug Blockchain-Bestätigung hat. Der Zahlungsbetrag muss 0,5 DOI sein.
Wir sind jetzt hier wieder im anderen Server und überweisen jetzt die 0,5 DOI an diese Adresse und hier steht bei der Beschreibung DOI für Bitcoin. Wir klicken auf Bezahlen und geben das Passwort ein und die Transaktion wurde versendet. Jetzt überprüfen wir das Ganze und gucken, ob die Zahlung angekommen ist. Wir gehen wieder von dem Server raus zum anderen Server und so, hier seht ihr die Transaktion. Das Ganze schauen wir uns im Deutschen Explorer an und sehen, dass 0,5 DOI an uns versendet wurden. So, ich bestätige, dass ich die Zahlung in Höhe von 0,5 DOI erhalten habe und dass dieser Betrag an meine DOI-Chain-Adresse überwiesen wurde. Jetzt bestätige ich den Zahlungserhalt, indem ich auf diesen Button klicke. Und wir kriegen die Information, bestätigen Sie die Zahlung erhalten zu haben, ist die DOI-Chain-Zahlung Ihres Handelspartners eingegangen. Bitte beachten Sie, dass sobald Sie den Erhalt bestätigen, der gesperrte Trade-Betrag an den BTC-Käufer freigegeben wird und die Kaution zurückerstattet wird. Also jetzt kriegen beide Teilnehmer ihre Kaution zurück, sobald ich diesen Button hier auswähle. Ja, ich habe die Zahlung erhalten. Und jetzt wird nochmal das Ganze zusammengefasst. Sie haben so und so viel verkauft, erhalten haben Sie 0,5 DOI, die rückerstattete Kaution und hier ist die Handelsgebühr und die Mininggebühr. Wir wollen die Gelder in der Bisq Wallet aufbewahren und wählen diesen Button aus. Somit ist der Handel vollzogen. Glückwunsch zum Abschluss Ihres Handels, kriegen wir hier nochmal eingeblendet. Und hier kann man dann nochmal seine Erfahrungen teilen, indem man an einer kurzen Umfrage teilnimmt, und falls es dann nochmal Probleme geben sollte in Zukunft, kann man sich auch hier an die Community wenden. Ansonsten sind wir jetzt fertig und schließen das Ganze. So, abheben abgeschlossen. Hier sieht man nochmal den Verlauf der Transaktion. Und wir schalten jetzt nochmal rüber und wollen auch hier, dass die Gelder in der Bisq Wallet aufbewahrt werden, und wählen es aus und kriegen hier nochmal die Information über das Feedback, dass wir dann an einer kurzen Umfrage teilnehmen können, und falls es dann Fragen oder Probleme gibt, können wir uns an die Community wenden. Das schließen wir jetzt auch. Hier werden wir auch nochmal informiert, dass die Trades unter Portfolio, dass der komplette Verlauf dort gespeichert ist und dass wir alle Bitcoin-Transaktionen unter Gelder und Transaktionen einsehen können. So, jetzt klicken wir hier drauf, um uns das Ganze anzuschauen, und hier sehen wir, dass das Verkaufen von DOIs abgeschlossen ist und wir Bitcoins stattdessen haben. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert, und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren. Wir werden in Kürze weitere Videos veröffentlichen und in der Beschreibung füge ich weitere Informationen hinzu. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.